Seine Hand rüttelte an ihrer Schulter. Nicht sanft, so wie Hände rütteln, wenn sie zu lange in der Dunkelheit gewartet haben. Schwesterchen war schon wach. Sie hatte auf eine Hand gewartet, die rüttelte. Sie standen auf, lautlos, wie sie es geübt hatten, ohne es je üben zu müssen. Kinder, die gelernt hatten, dass die Nacht dünner war als Wände. Im Flur roch es wie immer. Rauch, altes Fett und darunter etwas Saures, das sie jeden Morgen begrüßte, wie eine Erinnerung, die sie nicht gerufen hatte. Die Treppe kannte sie auswendig. 2. Stufe von oben, links treten, 3. Stufe von unten, Mitte. Sie zog Brüderchen an der Hand hinter sich her und er folgte, wortlos, das Gleichgewicht verlagernd, wie sie es ihm beigebracht hatte. An der Wand des Flurs hing das Porträt ihrer Mutter. Oder das, was davon geblieben war. Ein Holzrahmen nach innen gedreht. Die Rückseite des Holzes, rau und dunkel. Die Stiefmutter hatte es in den ersten Wochen umgedreht, ohne Erklärung, als wäre das selbstverständlich. Schwesterchen ging daran vorbei. Nicht auf Zehenspitzen. Zehenspitzen knarrten noch mehr. Auf der ganzen Fußfläche, leise und eben. Sie ließ den Holzrahmen hinter sich, 2 Riegel, der obere zuerst, dann der untere. Metall gegen Holz, ein Laut wie ein geflüstertes Wort. Die Tür öffnete sich und die Nacht kam herein. Nicht kalt, nicht warm, einfach anders. Schwesterchen atmete durch den Mund. Brüderchens Griff um ihre Hand war zu fest, die Knöchel gegen ihre Knöchel. Sie ließen die Tür hinter sich. Den Weg zur Waldgrenze kannte sie. Am Brunnen vorbei, links um das Brennholz herum, dann über die Wiesenstücke, die im Mondlicht flach und bleiern lagen. Brüderchens Griff ließ nicht nach, auch als das Haus hinter ihnen kleiner wurde und schließlich in das Grau der Nacht versank. Sie drehte sich einmal um. Das Haus war noch sichtbar, ein schwarzes Viereck zwischen den Bäumen. Sie drehte sich um. Sie ging nicht zurück. Unter den ersten Bäumen, da wurde Brüderchens Griff locker. Nicht, weil er weniger brauchte. Das Haus war das Gewicht gewesen, nicht der Wald. Hier gab es keine Treppenstufen, die knarrten. Hier musste niemand still sein, weil jemand wach sein könnte. Der Wald rauschte um sie herum und fragte nicht, was sie von ihm wollten. Das war beinahe erschreckend. Sie gingen, bis die Beine schwer wurden, tiefer, immer tiefer, bis der Pfad unter ihnen zur Einbildung wurde und das Moos ihnen an den Sohlen klebte. Dann ein hohler Baum, breit und alt, das Innere dunkel und trocken. Brüderchen kroch hinein, Schwesterchen folgte. Im Gehen hatte sie es gespürt, das goldene Band, eingenäht in den Rocksaum, seit 2 Jahren getragen. Beim Kauern im Bauch des Baumes drückte es gegen die Haut, noch da. Sie sagte nichts dazu, es gab nichts zu sagen. Brüderchen schlief schnell, Kinder schlafen schnell, wenn das Gewicht von ihnen fällt. Schwesterchen lag auf dem Moos und lauschte seinem Atem. Einmal tief, 2-mal, 3-mal, bis er gleichmäßig wurde, bis er das Rauschen des Waldes überlagerte, bis sie sicher war. Erst dann schlief sie. Der Morgen kam mit Vogelstimmen und einem Durst, der nicht wartete. Brüderchens Mund war trocken, das stand ihm offen im Gesicht, das Schlucken, das nichts schluckte, der erste Laut, den er machte, der kein Wort war. Schwesterchen hatte selbst das Brennen in der Kehle, aber sein Gesicht kannte sie auswendig. Sie fanden die erste Quelle zwischen 2 großen Wurzeln. Das Wasser klar wie poliertes Glas, das Rauschen hell und sauber in der Waldstille. Schwesterchen kniete sich an den Rand. Dann war es da. Im Rauschen, unter dem Rauschen, eingewoben wie ein zweiter Faden. Wer aus mir trinkt, wird ein Tiger. Wer aus mir trinkt, wird ein Tiger. Sie stand auf. Nicht trinken. Kurz, ohne Erklärung. Brüderchen kniete noch, die Hände schon über dem Wasser. Sein Gesicht war eine Frage. Er hörte es nicht.
Das stand ihm ebenso offen wie der Durst. Er hörte nur Wasser. Aber er glaubte ihr. Er stand auf. Sie gingen weiter. Die zweite Quelle lag tiefer im Wald, dort wo das Licht durch die Bäume fiel, wie durch alte Kirchenfenster. Das Wasser sang sich in den Felsen. Schwesterchen kniete sich hin, und wieder war es da, die zweite Stimme unter dem Rauschen. Wer aus mir trinkt, wird ein Wolf. Wer aus mir trinkt, wird ein Wolf. Auch diese nicht. Brüderchen stand mit hochgezogenen Schultern, die Lider schwer. Ich will warten bis zur nächsten Quelle. Seine Stimme rauer als sonst, scheuernder, die Kehle zu trocken für Weichheit. Aber dann muss ich trinken. Du magst sagen, was du willst. Du magst sagen, was du willst. 4 Wörter, und die Möglichkeit stand da wie ein Stein auf dem Weg. Man konnte darum herumgehen oder nicht. Schwesterchen sagte nichts. Sie ging. Die dritte Quelle lag in einem Becken aus schwarzem Torfboden zwischen Farnwedeln und Stämmen, die so breit waren, dass man nicht um sie herumschauen konnte. Das Wasser dort war dunkler, fast stillstehend. Schwesterchen kniete sich hin. Wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Wer aus mir trinkt, wird ein Reh. Sie öffnete den Mund. Brüderchen war schon auf den Knien, die Hände über dem Wasser. Er sprach leise zu sich selbst oder zur Quelle oder zu nichts Bestimmtem. Wenn ich ein Tier bin, muss ich nicht mehr vorsichtig sein. Er meinte es nicht so. Er war erschöpft und der Körper war am Ende. Aber die Wörter hingen jetzt in der Luft und Schwesterchen hatte sie gehört. Und der Wald hatte sie gehört und die Quelle hatte sie gehört. Brüderchen trank. Das Wasser lief über seine Lippen und Hände. Und dann, nicht langsam, nicht schnell, sondern mit der Zwangsläufigkeit von etwas, das immer so geendet hätte, begann der Körper zu wechseln. Zuerst die Hände, die Finger, die sich verkürzten und anders wurden, die Nägel, die sich verfestigten, dann die Handgelenke, die Arme, das Gesicht. Schwesterchen schaute weg und schaute wieder hin, und zwischen dem Wegschauen und dem Hinschauen war es seins nicht mehr. Die Schnauze schmal und spitz, das Tier dort, wo der Bruder gekniet hatte. Nur die Augen waren als letztes. 2 Herzschläge lang waren es noch Brüderchens Augen. Dann wechselten auch sie und blieben dieselben. Das Rehkälbchen weinte. Keine Tränen, ein Laut, hohl und leise, der nicht aus einem Tier kommen sollte. Schwesterchen blieb auf den Knien. Sie rührte sich nicht. Das Tier weinte, und durch das Weinen stand das Einzige, das sie halten konnte. Er ist noch da. Ihre Finger wanderten zum Rocksaum. Die Nähte hatte sie vor 2 Jahren gesetzt, in der Nacht nach dem Tod der Mutter, in dem Zimmer, das bald nicht mehr ihres sein würde. Goldenes Garn, fein geflochten, einmal um den Knöchel der Mutter getragen an Festtagen. Alt und warm und nach nichts riechend, außer nach dem Stoff darum und unter dem Stoff nach Händen, die es gebunden hatten. Sie zog den Faden. Das Band löste sich aus dem Saum. Schwesterchen hielt es in den Handflächen und kniete sich vor das Rehkälbchen. Es blieb still. Die zitternden Beine, das nasse Fell, die Augen, die zu klug für ein Tier waren. Es ließ sie. Sie legte das Band um seinen Hals, knüpfte es, kein Wort. Das goldene Garn war alles, was von der Mutter geblieben war, und sie gab es weg. Nicht, weil sie ihn markieren wollte, weil sie sich verpflichtet hatte, ihn nie aufzugeben. Das Rehkälbchen drückte den Kopf gegen ihre Hand. Sie fanden das Häuschen am Nachmittag, als das Licht schräg durch die Bäume fiel, leer. Die Fenster fehlten auf der Nordseite, die Tür stand schief in den Angeln, das Dach hatte ein Loch, das handbreit war, aber ein Ofen aus Stein, schwarz von altem Ruß, der Abzug noch offen, eine Tür mit einem Riegel, ein Regal, das hielt.
20 Schritte hinter dem Haus das leise Glucksen eines Baches über Steine. Schwesterchen sah das alles wie jemand, der nicht Schönheit sucht, sondern das Minimum. Das war mehr als das Minimum. Sie arbeitete bis zur Dämmerung. Laub kehren, das Kinderbett in der Ecke zurück an die Wand, den Ofen anschüren, Wasser holen. Das Reh folgte ihr durch alles. Es war schon am Eingang zu groß für den kleinen Rahmen und musste den Kopf senken. Aber es kam. Das Kinderbett war zu klein. Schwesterchen zog die Knie an die Brust und ließ die Füße an der Seite hängen. Das Reh lag am Eingang. Zwischen ihnen der Raum des Häuschens, Moos und Erde und das Holz des alten Dachs. »Hier holen wir das Wasser«, sagte sie zum Reh. Ihre eigene Stimme. Sie stockte kurz an ihr, fremdartig, zu voll für den kleinen Raum. Wann hatte sie zuletzt mehr als einen Satz gesagt? Am Bach, 20 Schritte hinter dem Haus. Das Wasser ist klar. Die Beeren am Weg. Die roten sind gut, die weißen nicht. Die Tür klemmt links, man muss sie hochheben und dann drücken. Das Reh schaute sie an. »Ich meine das ernst«, sagte sie. »Ich erkläre es dir nur einmal.« Sie erklärte es 3-mal. Das Reh hörte zu, jedenfalls drehte es den Kopf nicht weg, jedenfalls lag sein warmer Atem auf ihrer Seite des Raumes. Und Schwesterchen redete, lange, ohne zu überlegen, was die Wörter kosten würden, ohne abzumessen, ob das zu viel war. Das waren die einzigen langen Sätze, die von ihr kamen. Das Reh war der einzige, vor dem sie sprechen konnte. Den ersten, wirklichen Morgen. Das verstand sie erst, als er da war. Der Wald rauschte. Kein Schritt auf der Treppe, der Angst machte. Keine Stimme, die Befehle gab, bevor man die Augen aufgemacht hatte. Schwesterchen lag mit dem Kopf auf dem warmen Fell des Rehs und schluckte gegen das Brennen in der Kehle, das kein Durst war. Hätte Brüderchen seine menschliche Gestalt gehabt? Den Gedanken ließ sie nicht fertig werden. Der Wald rauschte. Das Reh atmete. Das Fell unter ihrer Wange war warm wie ein Versprechen, das kein Wort brauchte. Das reichte. Es musste reichen. Es reichte. Das Jagdhorn kam aus dem Osten, ein klarer Ton, der die Luft in 2 Hälften schnitt. Das Reh stand sofort. Schwesterchen sah den Ruck, der durch den Körper ging, bevor irgendetwas sonst geschah. Die Ohren, die sich drehten. Die Hufe unruhig auf dem Holzboden. Den ganzen Leib, der sich in eine Richtung orientierte, ohne dass er gefragt worden wäre. Das war nicht er, der das wollte. Das war der Körper, der für ihn entschied. Und der Körper war ein Reh. »Nein«, sagte Schwesterchen. Das Reh drängte zur Tür. Die Augen, dieselben Augen, immer noch dieselben, schauten sie an. Bittend oder erklärend, sie konnte es nicht unterscheiden. Das war das Härteste, dass sie es nicht unterscheiden konnte. »Wenn sie dich töten«, sagte sie, »bin ich hier allein im Wald, verlassen von aller Welt.« Das Reh blieb stehen. Einen Herzschlag. 2. Dann kam der Laut, tief, traurig, aus der Tiefe des Tierkörpers herauf. »So sterb ich dir hier vor Betrübnis.« Zwischen ihr und dem Reh lag der ganze Raum des Häuschens, und der Raum war zu eng für das, was darin stand. Sie öffnete die Tür. Das Reh sprang hinaus. Der Wald schluckte es. Schwesterchen blieb an der Tür stehen, die Hände am Türrahmen, und schaute auf das Grün, das sich geschlossen hatte. Dann war der Nachmittag da, und sie war allein. Sie hatte immer etwas zu tun gehabt. Im Haus der Stiefmutter, in den Wochen hier. Sie setzte sich jetzt, die Hände in den Schoß gelegt. Die Stille des Häuschens war anders als die Stille der Nacht. Kein Atemgeräusch, kein Fell, das sich im Schlaf hob. Nur das Rauschen des Waldes draußen und das Knistern der Glut im Ofen. Ihre Finger griffen an den Rocksaum, ins Leere. Der Faden war nicht mehr da. Der Nachmittag wurde länger. Sie schaute durch das Fenster auf die Bäume.
ein bestimmter Ast, der sich im Wind bewegte. Ein Vogel, der zweimal auf denselben Zweig zurückkehrte. Das Licht, das sich langsam senkte und orangener wurde. Das Klopfen kam, als das Licht schon stand. Zweimal. Dann die Stimme: »Mein Schwesterlein, lass mich herein.« Schwesterchen stand auf. Ihre Hände waren kalt, nicht zitternd, kalt. Die ruhige Kälte von jemandem, der sehr lange still gesessen hat. Sie legte die Hände an den Riegel, löste ihn. Die Tür ging auf und das Reh sprang herein. Das goldene Band am Hals, die Hufe auf dem Holzboden des Häuschens. Schwesterchen stand da und atmete. Zum ersten Mal seit Stunden wirklich ein. Sie legte die Hand auf seinen Rücken, das Fell warm, der Körper lebendig, der Atem noch schnell von der Jagd. Das reichte, das war genug. Beim zweiten Mal kam das Reh mit Blut an der Flanke zurück. Kupferfarben, noch feucht, aus einer Wunde, die nicht tödlich war, aber die da war. Schwesterchen holte Wasser aus dem Bach, Behnwell und Schafgarbe aus dem Vorrat an der Wand, zerquetscht zwischen den Handflächen, bis die Kräuter nach Erde und Regen rochen. Sie wusch das Blut Zug für Zug ab. Das Tuch rot und warm. Das Reh hielt still. Es ließ die Hände auf der Wunde, ließ das kühle Tuch. Das war Vertrauen. Nicht die Abwesenheit von Schmerz, sondern das Bleiben trotzdem. Schwesterchen redete dabei, leise, ohne Inhalt, die Stimme als Ding, nicht die Wörter. »Ich weiß«, sagte sie, ohne das Wort zu benutzen, das gemeint war. Beim dritten Mal ließ sie das Reh gehen. Das Horn klang, der Körper des Rehs wurde unruhig und Schwesterchen stand am Fenster und schaute zu, wie es in den Wald sprang. Nur einmal sagte sie etwas, halblaut, mehr an die Luft als an ihn. »Nun werden sie dich töten.« Kein Drama. Nur die nüchterne Benennung einer Möglichkeit, die sie nicht aufhalten konnte. Der dritte Jagdtag dauerte bis nach dem Licht. Schwesterchen wartete. Das Klopfen kam. Zweimal. Dann die Stimme mit dem richtigen Spruch. Aber da war etwas. Ein Unterton, ein Gewicht, das nicht ganz passte. Oder hatte es immer drin gelegen und sie hatte es nicht unterschieden? Sie stand mit den Händen am Riegel, dann öffnete sie. Weil sie es nicht aushielt, nicht zu öffnen. Draußen stand ein Mann mit einer goldenen Krone. Nicht groß, nicht klein. Sein Blick ruhig und ohne Forderung. Schwesterchens Blick ging an ihm vorbei, hinter ihn. Suchte. Das Reh kam hereingesprungen, das goldene Band am Hals, die Hufe klappernd auf dem Boden. Erst als die Hand auf dem warmen Rücken lag, erst als der Körper unter den Fingern lebendig war, erst dann richtete sich ihr Blick auf den Mann vor ihr. Er schaute das Reh an, dann sie. Mit einem Blick, den sie nicht einordnen konnte. Das war ungewohnt. »Willst du mit mir gehen?« Keine Frage nach dem Häuschen, keine Frage nach dem Reh, keine Frage nach ihr. Nur diese. Das Reh muss auch mit. Keine Umschreibung, kein Zögern. Die einzige Bedingung, die zählte. Der König schaute sie an, den langen Blick, der wartete, bevor er handelte. Dann sagte er: »Das Reh bleibt bei dir, solange du lebst.« Sie hatte Männer Versprechen machen hören. Dieses klang anders, noch nicht fertig gedacht, noch weich. Er meinte es trotzdem. Schwesterchen drehte sich um. Das Häuschen, die schiefen Angeln, die fehlenden Fensterscheiben auf der Nordseite. Das Loch im Dach, das sie nie ganz geflickt hatte. Das Kinderbett, in dem sie mit angezogenen Knien geschlafen hatte, die Füße an der Seite hängend, den Fleck an der Wand hinter dem Ofen. Den Geruch des alten Holzes und des alten Rußes und darunter den Geruch des Rehs, warm und lebendig und tief eingedrungen ins Holz. Hier hatte sie gelernt, lange Sätze zu sprechen. Sie trat ans Fenster auf der Südseite. Das Holz rissig, die Balken morsch, ein Fingerbreit Licht durch die Fugen. Durch dieses Licht der Bach, der Farn, der Weg zum Wasser,
den sie in den ersten Wochen 3-mal täglich gegangen war. Das Häuschen war nicht schön gewesen und nicht sicher und nicht warm im Winter. Aber es hatte ihr gehört. Nichts in ihrem Leben hatte ihr je gehört. Kein Zimmer, keine Stunde, kein Morgen. Hier hatte sie keine Rechenschaft ablegen müssen. Das Moos kannte sie, der Bach kannte sie. Der Wald hatte nicht gefragt. Sie ließ das Fenster hinter sich, das Gras am Wegrand, sie kniete sich auf den Boden, brach Halme ab, die Finger im kühlen Grün und flocht. Ein Seil aus Binsen, grob, schnell, haltbar. Das goldene Band am Hals des Rehs ließ sie, wo es war. Sie nahm es nicht zurück. Der König schaute auf das goldene Garn und schwieg. Das Binsenseil in der Faust, das Reh an ihrer Seite. Sie trat in den Wald, der sich hinter ihr schloss wie Wasser nach einem Stein. Der Schlossgarten war groß und gepflegt und grenzenlos für ein Tier, das aus einem Häuschen im Wald gekommen war. Das Reh sprang, nicht aus Angst, nicht getrieben, weil der Körper es wollte und weil nichts da war, das es aufhielt. Schwesterchen stand am Fenster des ersten Stockwerks und schaute zu, wie es über den Kies setzte, über das kurze Gras, über die sorgfältig gestutzten Rasenstücke und dann einen Bogen machte, den kein Körper machen muss, der irgendwo hinkommen will, einen Schwenk zurück durch die Mitte des Gartens, ins Nirgendwo und wieder heraus. Das auszuhalten war schwerer als alles andere, was der Hof ihr abverlangte. Zu sehen, dass Brüderchen als Reh vielleicht glücklicher war, als er je als Kind im Haus der Stiefmutter gewesen war. Kein Trost, so, des. Aber etwas, das man aushalten konnte, wenn man sehr still blieb und nicht anfing, die Rechnung aufzumachen. Der König war geduldiger, als sie erwartet hatte. Er stellte keine Fragen, die sie nicht beantworten wollte. Er wartete. Eines Morgens, der Garten noch nass, der König schon auf dem Kiesweg, stand er reglos. Ein Stück vom Reh entfernt, die Hände tief und offen gehalten. Kein Locken, keine Geste. Das Reh trat vor, einen Schritt und dann noch einen, den Kopf schief. Es stieß die Schnauze in seine Handfläche. Der König schloss sie nicht. Schwesterchen trat vom Fenster zurück. Sie hatte gelernt, dass Hände, die sich öffneten, sich irgendwann schlossen. Früher oder später, aus Besitz oder aus Gewohnheit. Diese hier hatten es nicht getan. Das war keine Versicherung. Aber es war das erste Ding seit sehr langer Zeit, das sie nicht gezählt hatte. Das Kind. Sie legte die Hand auf den Bauch an einem Abend, als das Licht flach durch die Schlossfenster fiel und das Reh draußen im Garten lag und der Garten still war. Sie dachte nicht an das Porträt an der Wand, das umgedreht gewesen war. Sie dachte an Hände, an den Geruch von Brot, an das Gewicht eines Armes um sie, warm und schwer. Das war ihre Mutter gewesen. Nicht das Bild, sondern die Hände. Zum ersten Mal seit langer Zeit fand sie jemanden wieder, der schon weg war. Weit weg, in einem Haus, das kein Häuschen war, erfuhr die Stiefmutter davon. Ein Händler, ein Wanderer, irgendjemand, dem die Nachricht gleichgültig war und der sie trotzdem weitertrug. Die Kinder glücklich. Das Reh im Schlossgarten. Die Königin. Die Stiefmutter saß still, ihre Tochter neben ihr, das eine Auge, das sah, und das andere, das fehlte. Das Glück hätte mir gebührt, sagte die Tochter, leise, ohne Überzeugung. Sei still, sagte die Mutter. Stille. Das Scharren eines Stuhls auf dem Steinboden. Die Mutter, die aufstand. Das Kind kam in der Frühe der Welt. Der König war auf der Jagd. Das Schloss ruhig, wie Schlösser ruhig sind, wenn ein Kind kommt. Die Kammerfrauen, das Wasser, die Tücher. Schwesterchen lag erschöpft zurück, das Kind an ihrer Seite. Warm und schwer und so klein, dass es unwahrscheinlich schien. Das Reh lag in der Ecke des Zimmers. Es hatte die ganze Nacht dort gelegen.
Die Kammerfrau, die am Morgen hereinkam, war ihr unbekannt. Ein neues Gesicht wurde gesagt, aus dem andern Flügel. Freundlich, ruhig, die Stimme glatt und vernünftig klingend, die Art von Stimme, die Grausamkeit als Fürsorge verkleidet. Ein Bad, sagte die Frau. Zur Stärkung. Das tut gut nach der Geburt, das wissen wir alle. Schwesterchen war müde. Das war die Wahrheit. Und das war der Fehler. Zu müde für den Instinkt, der sonst früher war als der Gedanke. Das Wasser war heiß. Der Dampf stieg auf. Die Frau hielt das Tuch, die Tür stand noch offen, das Kind lag in der Wiege, alles geordnet, alles ruhig. Dann die Hände? Die Knöchel der Frau gegen das weiße Tuch, weiß wie Knochen. Die Knöchel, die weiß wurden, wenn sich jemand beherrschte. Die Berührung, die wartete. Die Art, wie diese Hände anfassten und einen Moment innehielten, als würden sie prüfen, ob das genug war. Schwesterchen kannte diese Hände. Ihr ganzes Leben lang. Ihr Mund öffnete sich, die Tür schloss sich, der Riegel fiel von draußen mit einem Laut, der endgültig war. Die Hitze. Der Dampf verdichtete sich, die Luft wurde dünn, die Wände standen nah und näher. Schwesterchen streckte die Hand aus. Der Boden, der Rand der Wanne, die Wärme überall, gleichmäßig und erstickend. Das Kind. Das Kind ist in der Wiege. Das Kind ist draußen. Das Kind ist sicher. Das Reh. Wer kümmert sich um Brüderchen? Das war das Letzte. Die Frage, die keine Antwort hatte. Die letzte Frage, bevor die Hitze alles andere schluckte. Im Gang draußen stand die Tochter, die Arme um sich selbst geschlungen, den Kopf leicht geneigt auf der Seite des sehenden Auges. Sie schaute nicht durch die Tür. Sie tat, was ihre Mutter ihr gesagt hatte. Irgendwann ließ ihre rechte Hand die linke los, suchte sie wieder, hielt sie. Beide Hände, die sich selbst hielten, dort im Gang, während auf der anderen Seite der Tür die Stille zunahm. Die Stille des schlafenden Schlosses war vollständig. Schwesterchen stand in der Mitte des Zimmers. Nicht aus einer Richtung, einfach da. Halb hier, halb nicht, wie ein Licht, das gleich verlöscht, aber jetzt noch brennt. Das Zimmer war dasselbe Zimmer, die Wiege dasselbe, das Reh in der Ecke dasselbe. Nur sie selbst war anders. Erste Nacht, das Kind in der Wiege, klein und warm und noch nicht ganz angekommen in der Welt, noch halb woanders, wie alle sehr kleinen Kinder. Sie hob es auf. Das Gewicht davon, das wirkliche Gewicht, nicht das Gewicht einer Erinnerung. Das Kind trank. Das Kind kannte sie. Das war mehr, als sie verdiente und genau das, was sie brauchte. Und die Zeit, die ihr blieb, zählte sie nicht. Sie legte das Kind zurück. In der Ecke. Das Reh, das schlief. Sie kniete sich nieder und legte die Hand auf den Rücken. Der Körper erschrak einen Herzschlag lang. Dann erkannte er die Berührung, den Geruch, das, was keine Erklärung hatte und keine brauchte, und legte sich wieder. Das goldene Band am Hals, ihr goldenes Band, das Band ihrer Mutter. Sie flüsterte: »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch zweimal und dann nimmermehr.« An der Wand, im Schatten, saß der König, reglos. Seit wann? Sie wusste es nicht. Er schaute sie an und rührte sich nicht. Er wartete. Zweite Nacht. Das Kind, einen langen Herzschlag. Das Reh, eine Hand breit auf dem Rücken. Dann der Spruch: »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch einmal und dann nimmermehr.« Das Hier wurde dünner. Das Gewicht der Hände ließ nach. Nicht ganz, aber merklich. Die Wände des Zimmers standen weiter, als sie sollten. Der König saß an der Wand und wartete. Dritte Nacht, atemlos. Fast. Das Kind, einen Herzschlag, mehr nicht. Das Reh, die Hand, einen Herzschlag. Dann der Spruch, der jetzt kurz war wie ein letzter Atemzug. »Was macht mein Kind? Was macht mein Reh? Nun komme ich noch diesmal und dann nimmermehr.« Der König stand auf.
Er nannte sie nicht beim Namen. Namen waren Schall, der auf Papier passte, und in Münder, aber nicht auf das, was sie war. Er sagte nur, du. Sie drehte sich um. Du kannst niemand anders sein, sagte er, als meine liebe Frau. Und sie antwortete, ja, ich bin deine liebe Frau. Und sie war es. Zuerst der Boden unter den Sohlen, kalt, fest, aus Stein. Dann die Luft in der Lunge, scharf und wirklich, als wäre die Nacht eine Krankheit gewesen, die in dem Moment bricht, in dem jemand den richtigen Namen sagt. Das Zimmer dasselbe, das Kind dasselbe. Das Reh schlief in der Ecke. Sie war da. Der Geruch der Asche kam erst, als es vorbei war. Die Stiefmutter war gerichtet worden, vom König, vom Hof, von dem Gericht, das erscheint, wenn die Wahrheit alle Verkleidungen abgelegt hat. Die Tochter. In den Wald, zu den Tieren, die keinen Schein kannten, die Stiefmutter selbst ins Feuer. Die Flammen fraßen das Holz fraß die Gestalt wurde zu Asche, und in dem Moment, in dem die Asche das Letzte war, das noch brannte, das Reh stand auf. Schwesterchen schaute hin. Das goldene Band am Hals flimmerte wie ein Fluss im Sonnenlicht, und dann waren die Hufen nicht mehr Hufen, und dann waren die Beine nicht mehr Tierbeine, und dann, umgekehrt, exakt umgekehrt, wie damals an der Quelle, kam die Gestalt zurück, die Schultern, die sich weiteten, das Fell, das zurückwich und Haut freigab, das Gesicht, das sich zeichnete, Zug für Zug, bekannt und neu. Alles außer den Augen, die als letztes blieben und dann auch wechselten und dieselben waren und neu. Das goldene Band fiel, von einer Menschenhand, auf den Boden des Hofes. Ein junger Mann stand da, die Füße auf dem Stein, und schaute auf seine eigenen Hände, wie jemand, der sie zum ersten Mal sieht. Er hob das Band auf, hielt es in den Fingern, die gerade erst wieder Finger waren. Er wusste nichts darüber, nur dass es wichtig war, nur dass es das Ding war, das um seinen Hals gelegen hatte, seit er ein Reh gewesen war, seit dem ersten Morgen nach der Quelle, seit dem Anfang von allem. Schwesterchen trat vor. Er schaute auf. »Da bist du«, sagte er, als wäre sie diejenige gewesen, die weg war. Sie streckte die Hand aus, offen. Er legte das Band hinein. Sie schloss die Finger darum, das goldene Garn, das Jahrzehnte alt war, das nach Stoff roch und nach dem, was unter dem Stoff gewesen war, und steckte es weg, in die Tasche, nicht in den Saum. Der König stand einen Schritt zurück. Er verstand, was dieser Moment war. Er gab Platz. Der junge Mann vor ihr hatte Kratzer, die heilen würden. Ein Gesicht, das sich an sich selbst gewöhnen musste. Er stand auf dem Hofboden mit nackten Füßen, und der Stein war kalt unter den Sohlen. Das spürte man ihm an. Das Staunen über Kälte, die man mit Haut statt Hufen fühlt. Er wusste noch nicht, wie man steht. Er lernte es gerade in dieser Sekunde, auf diesem Boden. Sie legte die Hand in seine, Arbeitshände, beide. Hände, die früh gelernt hatten zu arbeiten. Der Wald war weit weg und nah zugleich. Die Quelle war weit weg. Das Häuschen, der hohle Baum, die erste Nacht ohne Angst, der erste Morgen ohne Treppenstufen. Alles weit weg und so nah wie die Narbe, die man vergisst, bis man sie berührt. Das Kind schlief drinnen im Zimmer am ersten Stock. Das Glück war still, erschöpft, tief wie ein Atemzug nach sehr langem Anhalten. Sie hielten sich. Ende. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen, neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören.